Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von North American Rescue das Dragon Handle System und das Hasty Harness. Viele von euch werden im taktischen Einsatz die üblichen Verdächtigen kennen. Das wäre ein Stretcher, eine Trage oder eben auch ein Rettungstuch. Was man eher nicht so kennt, sind Systeme, womit ich unkonventionell nochmal dem Verletzten oder der verletzten Person nochmal helfen kann, indem ich sie aus der Gefahrenzone bringe. Die einfachste Variante hat man tatsächlich in jedem Plattenträger verbaut. Das ist hier der Carry Handle. Es gibt natürlich auch Plattenträger, die bieten dann schon einen erweiterten Carry Handle an, wo ich im Endeffekt dann hier zwei Gurtbänder verlängert habe, dass ich den dann rausziehen kann, um einfach nochmal einen Meter oder 1,5 Meter zu gewinnen, weil jeder wird wissen, mit so einem Carry-Handle ist es zwar schön, jemanden zu ziehen, aber es ist extrem unbequem. Man ist in einer ganz abgeknieten Perspektive, beziehungsweise man ist relativ nah am Boden, man kann nicht gescheit ziehen und man kann vor allem nicht den Überblick im Schlachtfeld bewahren. Ja? Das heißt, hier mit so einem System bin ich in der Lage, das Ganze im Überblick zu behalten, kann zur Not auch mit mehreren Personen dem Verletzten helfen und habe da nochmal andere Möglichkeiten. Wir fangen einmal mit dem Dragon Handle System an von North American Rescue. Das ist im Endeffekt 1 Meter Schlauchband oder Tubular Nylon, wie der Amerikaner sagt. Das ist im Endeffekt ein Gurtband, was zweilagig ist. Ja, das ist wie ein Schlauch, das sagt ja auch der Name Schlauchband. Ja. Dadurch hat man hier eine relativ hohe Reißfestigkeit von ca. 1800, 1900 Kilogramm Belastung und natürlich hier durch die entsprechend gesetzten Nähte und in Verbindung mit Karabinern kann man hier wirklich massiv Gewicht dranhängen, ohne dass man da sich Sorgen drum machen muss. Das wird unter anderem auch bei der Feuerwehr verwendet als Rettungssystem. Das kommt dann beim Hasty Harness, aber wie gesagt, wir machen ja erst den Dragon Handle. Im Endeffekt habt ihr hier 2 Griffe aus Polymer hinten zum Ziehen und vorne habt ihr einen Karabiner. Der ist auch mit dabei. Beim Hasty Harness der Karabiner ist nicht mit dabei. Den haben wir jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber ergänzt. Hier habt ihr aber einen dabei, der 31 Kilonewton Bruchlast hat. Weiterhin ist hier noch ein Ring mit verbaut. Das heißt, ich kann das System von der Länge nochmal variieren, wenn ich das möchte oder wenn ich das muss. Wenn ich jetzt keine Möglichkeit habe, den Karabiner einzuhängen zum Beispiel, oder ich meine, es ist immer was da, wo man den Karabiner einhängen kann, aber es könnte ja sein, dass vielleicht doch mal was nicht da ist und dann kann man hierher gehen und kann den Karabiner hier durch den Ring führen und hat dadurch natürlich eine Schlaufe kreiert, mit der ich dann entsprechend auch arbeiten kann. Weiterhin habt ihr hier nochmal unterhalb des Rettungsgriffes hinten noch eine weitere Schlaufe auf jeder Seite. Das heißt, auch hier wieder könnt ihr hergehen und das Ganze dann zusammenfassen, um das noch kürzer zu machen, falls das notwendig sein sollte. Und die Idee dahinter ist einfach, wie eben schon erwähnt, mit dem Tragegriff hier oben, dass ich damit eine Person aus der Zone ziehen kann, ohne jetzt im Endeffekt mich groß anstrengen zu müssen und einen Überblick zu bewahren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich das anwenden kann. Wenn ich hier gesagt habe, vorhin Griffe, dann ist es genau auch dafür gedacht, nämlich als Handgriff. Das heißt, die einfachste Variante wäre es, am Plattenträger entweder hier am Carry-Handle einzuhängen oder aber eben auch am Schultertragegurt, wenn kein Carry-Handle vorhanden ist. Und dann kann ich hiermit ziehen, kann das entweder alleine machen, mit den beiden Griffen in der einen Hand. Mit der anderen habe ich meine Waffe zum Sichern noch, wenn denn keine anderen Sicherungskräfte da sind. Oder ich habe hier entsprechend einen Buddy noch, der helfen kann. Das heißt, man kann das mit 2 Personen auf einmal ziehen. Zum Thema Sichern und aus der Gefahrenzone bringen. Natürlich wird als allererstes der Kampf zu Ende geführt, bevor dem Kollegen geholfen wird. Wenn ich die Mittel und Kräfte habe, um das direkt durchführen zu können, muss man natürlich immer abwägen. Ja, das ist situationsabhängig, aber einfach, das sei noch gesagt, natürlich geht die Eigensicherung vor. Das heißt, ich muss zuerst den Kampf zu Ende führen, bevor ich dem Kollegen helfen kann. Es gibt auch von North American Rescue ein paar Videos zu den Produkten, wo sie dann auch zeigen, wie man zum Beispiel kriechend dann eine verletzte Person evakuieren kann. Das ist aber so kraftintensiv, dass wir sagen, da halten wir nicht viel von. Aber das können wir dann uns später nochmal beim Hasty Harness anschauen. Die zweite Variante wäre, wenn ich nicht mit den Haltegriffen arbeiten möchte, habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze auch an den Füßen zu machen. Das heißt, ich ziehe die Person mit Füßen voraus zu mir. Das heißt, ich hänge diese beiden Laschen hier an den Füßen ein und dann kann ich das hier
nehmen und hier auch an mir befestigen. Dazu sei auch gesagt, ihr habt ja in der Regel oder man hat in der Regel einen Einsatzgurt, wo ich auch nochmal einen Anschlagpunkt habe, wo ich diesen Karabiner einhängen könnte. Jetzt aber ganz vorsichtig drauf, oder beziehungsweise da müsst ihr jetzt extrem Fokus drauf legen. Wenn ihr das macht und den an euren Gürtel befestigt, habt ihr keine Möglichkeit, den schnell wieder loszuwerden. Ja, ich sag mal, es kommt dann doch wieder Gegenfeuer und ihr müsst schnell ausbrechen. Diesen Karabiner kriegt ihr dann nicht mehr los. Ihr habt ja auch euren persönlichen Lanyard am Gürtel in der Regel und da wäre natürlich die Möglichkeit gegeben, dass ihr hergeht und hier den Karabiner mit dem Karabiner verbindet und der verbleibt am Gürtel. Bei den Lanyards gibt es auch verschiedene Varianten. Ein paar haben Kongfrog, ein paar haben diesen Shackle hier. Und der Shackle ist unserer Meinung nach das sicherste Mittel, wie ich auch unter Last, unter Zug sicher ausbrechen kann. Das heißt, wenn hier Spannung drauf ist, kann ich hier einfach an diesem Pull-Tab hier hinten ziehen. Und dadurch öffnet sich der Shackle und damit kann ich dann das ganze System, den Gurt inklusive meinem Buddy loswerden und mich selber in Sicherheit bringen, falls das denn notwendig ist. Ja, das kann man relativ einfach in der Beintasche tragen, ist ein schönes Hilfsmittel, wiegt nicht viel und kann einfach nochmal dem einen oder anderen Zweck zugeführt werden. Ist jetzt unserer Meinung nach nicht etwas, was der Medic selbst vielleicht trägt, sondern tatsächlich auch andere Leute im Team, wie zum Beispiel auch der Teamleader oder sonstige Einsatzkräfte. Das heißt, der Medic hat die normalen Rettungstücher, die konventionellen, und das sind einfach nochmal zusätzliche Hilfsmittel, um entsprechend der Situation angepasst reagieren zu können. Während das Dragon-Handle-System ausschließlich zur Fremdrettung geeignet ist, habe ich mit dem Hasty-Harness auch die Möglichkeit, mich selbst zu evakuieren, sage ich mal, im Notfall. Ist natürlich kein Ersatz für einen Sitzgurt oder für ein Klettergeschirr oder sonstige Sachen, aber es ist auf jeden Fall ein Notfallmittel, was, denke ich, unter anderem schon auch hilfreich sein kann. Das Hasty Harness kann man in verschiedenen Weisen an der Ausrüstung befestigen und tragen. Ihr könnt es natürlich auch in die Beintasche stecken. Unserer Meinung nach ist es aber sinnvoller, das Ganze irgendwo sichtbar zu platzieren. Einfach, dass auch der Team Buddy im Zweifelsfall weiß, oh, da habe ich eine Möglichkeit, meinem Kollegen jetzt gerade zu helfen und kann das hier am Plattenträger außen tragen. Dann weiß jeder, okay, das ist da bei dem Mann dort zu finden. Karabiner ist wie gesagt nicht mit dabei. Ich habe es jetzt hier einmal einfach zusammengelegt mit zwei einfachen Gummis, die man auch einfach abreißen kann, zusammengefixt. Hier ist es gebunden. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Und im Endeffekt sind das 6 Meter durchgängiges Schlauchband. Also es sind im Endeffekt, dadurch, dass es ja vernäht ist miteinander, sind es 3 Meter, also 6 Meter insgesamt Schlauchband mit einer Bruchlast von ca. 1900 Kilogramm und hier entsprechend auch den Riegelnähten, die auch dieser Bruchlast entsprechen, sogar ein bisschen darüber hinausgehen, um da dann auch die Sicherheit zu gewährleisten, wenn ich das Ding einsetze. Die erste Möglichkeit, wie ich sie eben schon gesagt habe, zur Eigenrettung ist ganz simpel. Ich kann mir selber dadurch einen Sitzgurt bauen, einen improvisierten Sitzgurt bauen, um mich selber im Zweifelsfall von irgendeinem Dach mal weghieven zu lassen oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ist kein Ersatz für professionelle Ausrüstung, aber bevor ich dann irgendwie dem Tode geweiht bin und dann nicht vom Dach runterkomme, würde ich mich eher in so ein Ding reinsetzen, als gar nichts zu haben. Ja? Von daher eine coole Sache. Das wird einfach im Endeffekt hinten über den Nacken gelegt, dann greift ihr zwischen den Beinen durch, holt euch das durch, holt euch zwischen den Armen 2 Schlaufen, legt das dann zusammen und dann habt ihr da einen Punkt, wo ihr mit dem Karabiner reingehen könnt und dann könnt ihr euch damit dann entsprechend abseilen. Oder aber natürlich auch, wenn ihr einen Verwundeten irgendwie über ein Geländer hieven müsst oder irgendwo abseilen müsst, dann wäre das auch eine Möglichkeit, damit zu arbeiten. Da gibt es auch verschiedene Varianten, wie man das noch ein bisschen besser machen kann. Auch mit 2 verschiedenen Schlauchbändern kann man arbeiten und sich da verschiedene Sachen bauen. Also das Thema Schlauchband ist sehr, sehr spannend, interessant, ist sehr vielseitig. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal zu Gemüte führen, das ist Wissen, was es sich anzueignen lohnt. Für die Fremdrettung ist es eine ganz einfache Sache. Ihr habt einen verwundeten Kameraden, der am Boden liegt. Ihr kommt an die Stelle, dann geht ihr her, legt einmal eine große Schlaufe um die Person außenrum, also das Gurtband wirklich einmal komplett außenrum gelegt. Dann hebt ihr die Beine an, hebt da eine Schlaufe durch, schiebt die nach innen rein, um da entsprechend dann die erste Schlaufe zu bilden. Das Einfachste ist dann mit den Händen durch diese Schlaufe durchzugreifen, unter den Armen durchzugreifen, dort die Schlaufen ranzuziehen. Das Ganze dann im Schritt auch noch ein bisschen auszulegen, um das Ganze entsprechend
ja auch bequem zu machen oder zumindest so zu machen, dass derjenige, der gezogen wird, nicht seine Kronjuwelen verliert und dann das Ganze oben festzuziehen. Ihr habt die Möglichkeit, dann das Schlauchband, was über die Brust geht, auch noch über den Kopf zu ziehen, um hinten im Nacken nochmal eine Fixierung zu schaffen. Jetzt habt ihr auch die Möglichkeit, entweder alleine den Verletzten aus dem Gebiet zu ziehen, indem ihr beide Schlaufen nehmt und daran zieht. Oder aber ihr seid zu zweit, dann kann jeder eine Schlaufe nehmen, dann hättet ihr auch die Möglichkeit noch Eigensicherungen vorzunehmen. Das heißt, ihr zieht mit einer Hand, habt in der anderen eure Waffe. Oder aber, wenn das denn gar nicht anders geht, das hat North American Rescue auf der Seite auch gezeigt oder in ihren Videos gezeigt, ihr könnt hergehen und könnt dann kriechend oder in der Hocke abgekniet auf niedriger Position jeweils das Ganze über die Schulter nehmen und auch damit ziehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Natürlich, auch wie beim Dragon-Handle-System, dritte Möglichkeit, ich bin alleine, möchte die Hände frei haben, nehmt ihr die beiden Enden, hängt sie an euer Lanyard ein und könnt dann damit auch ziehen, um dann das Ganze mit Eigensicherung vorzunehmen. Hier auch wieder nochmal der Hinweis auf den Shackle. Achtet darauf, dass ihr einen Lanyard habt, den ihr im Notfall selber schnell lösen könnt, um euch nicht an den Verletzten zu binden. Die einfachste Möglichkeit, das Schlauchband zu tragen, ist, wie ich es euch eben gezeigt habe, ihr legt es einfach in Buchten zusammen und fixiert das mit ein paar Ringen. Dann habt ihr das relativ simpel fixiert. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier das Ganze nach dem sogenannten Daisy-Chain-Prinzip zu wickeln. Was bringt mir das für einen Vorteil? Zum einen ist es besser fixiert unserer Meinung nach. Also es kann nicht einfach sich in der Mitte irgendwie mal auflösen. Wenn ich dieses System mit zwei Gummis habe und irgendwo hängen bleibe, kann es immer sein, dass sich in der Mitte irgendwie eine Schlaufe bildet und ich irgendwo hängen bleibe und mich dann nach 3 Metern Entfernung plötzlich zurückgezogen werde, weil das Ganze festhält. Das kann hier auf keinen Fall passieren. Das wäre die eine Geschichte, die uns einen Vorteil bringt. Und die zweite Geschichte ist die, wenn ihr irgendwo arbeitet, wo zum Beispiel Wind ist oder wo irgendwie nicht der Platz da ist, um die Schlaufe direkt um den Verletzten zu legen, könnt ihr hier mit der Daisy Chain arbeiten und euch dann das Ganze am Gürtel befestigen, dann abziehen und euch so viel Material immer rausnehmen, wie ihr braucht. Ich zeige euch einmal, wie das funktioniert mit dem Rausziehen und dann zeige ich euch, wie man so eine Daisy Chain zusammenwurstelt. So. Ich habe jetzt hier das Ganze einmal schon vorbereitet. Hier ist der Karabiner dran, das heißt, dieses Ende wäre dann an meinem Gürtel. Hier unten habe ich mir eine Schlaufe gemacht, die ich jetzt einfach nur noch aufziehen muss. Und dann kann ich hergehen und kann hier wirklich einfach ziehen. Ich nehme das mal so, dann sieht man es besser. Ziehen, 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 ziehen. Und schon seht ihr, habe ich das ganze Gurtband komplett aufgedröselt und kann dann damit arbeiten. So, jetzt gucken wir uns einmal an, wie das ganze System gebaut wird. Im Endeffekt mache ich das immer so, ich lege mir das hier über die Hand, mache hier hinten dann die erste Schlaufe, mache sie vorne rum, Fehler, so. Ist immer ein bisschen blöd, wenn man das schnell im Stress machen muss. Der Anfang ist immer schwer, das kennt ihr auch von den Bracelets hier. So, dann habt ihr die erste Schlaufe und jetzt braucht ihr einfach nur mit dem Gurtband hier einmal durchgehen. Und zwar so, dass ihr wieder eine Schlaufe bildet. Ja? Jetzt könnt ihr das hier am Anfang, ein bisschen straff ziehen, damit es auch die Form behält, wie es sein soll. Und jetzt geht ihr einfach immer im Kreuz durch. Das heißt, ich bin eben von der Seite reingegangen, jetzt gehe ich von links rein. Schiebe das Ganze hier einmal durch. Genauso wie eben auch. Durchschieben, Schlaufe bilden, kurz bisschen straff ziehen und jetzt gehe ich nach rechts. Das heißt, ich komme jetzt von der Seite und gehe hier durch und schiebe das einmal hinein und damit habe ich die nächste Schlaufe. Und das mache ich jetzt einfach so lange, bis kein Gurtband mehr übrig ist und damit habt ihr dann hier eine wunderschöne Daisy Chain gemacht. Das ist übrigens auch nicht nur für Schlauchbandgurt, sondern für alles, was ihr irgendwie an Material habt, was ihr schnell abwickeln wollt und das entsprechend aufgeräumt irgendwo hinsortieren wollt. Also diese Methode solltet ihr euch auf jeden Fall mal einprägen, unabhängig davon, ob ihr hier mit dem Hasty Harness arbeitet oder nicht. Ich belasse es jetzt mal hierbei, damit wir euch nicht hier zu Tode langweilen müsst. So sieht das Ganze dann aus. Sehr, sehr cooles System.
Unser Fazit. Das Hasty Harness und das Dragon Handle System sollen natürlich keine konventionellen Mittel wie Bergetücher und Stretcher ersetzen. Sie sollen sie ergänzen. Es ist einfach dafür gedacht, dass ihr zusätzlich noch was habt, um schnell arbeiten zu können. Was uns aus der Truppe zugetragen wurde, war, dass das Dragon Handle System das einfachere, stressresistente Mittel ist, was ihr habt, wo ihr einfach einklinken könnt, entweder auf der Seite oder auf der Seite, muss man nicht groß drüber nachdenken, ist schnell erledigt. Das Hasty Harness ist ein bisschen schwieriger anzulegen, das muss man auf jeden Fall trainieren. Gut trainierte Leute sollten das schaffen, innerhalb von 45 Sekunden so ein System anzulegen. Damit habe ich natürlich nochmal andere Möglichkeiten, gerade auch wenn es darum geht, Eigenrettung vom Dach- oder Abseilsysteme zu bauen damit. Da habt ihr einfach nochmal mehr Möglichkeiten. Und natürlich bei der Länge, da fallen mir 1000 Dinge ein, die man mit so einem Schlauchband eben noch machen kann. Ja? Wenn ihr euch für das Hasty Harness entscheiden solltet, denkt daran, ihr braucht auf jeden Fall auch noch einen Karabiner dazu. Und wenn ihr mit dem Karabiner arbeitet oder gerade auch wenn ihr das als Harness-System nutzt, denkt auch immer daran, den Karabiner anschließend zuzumachen, damit er auch seine volle Last halten kann. Offene Karabiner helfen uns da nicht weiter. Ihr bekommt beide Systeme von North American Rescue bei Vero. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr schon Erfahrungen gesammelt mit Tubular Nylon, mit Schlauchbandsystem, Rettungssystem? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke und Shop, also Lachs. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.